Hallo liebe Zuschauer! Eine traurige Geschichte mit einem glücklichen Ende. Kleiner John, dem kleinen John widerfuhr eine schreckliche Geschichte. Der streunende Kater verirrte sich auf eine Baustelle, wo sich abends problematische Jugendliche aufhielten. Sie suchten nach Unterhaltung. Und dann tauchte die Katze auf. Wie konnte man eine solche Gelegenheit verpassen? Es muss gesagt werden, dass das Leben von kleiner John nie glücklich war. Nur wenige fütterten ihn, während ihn die Menschen oft vom Hof jagten und ihn in kalten Wintern auf der Straße frieren oder im Herbstregen nass werden ließen. Mehrmals musste er um Futter, Wasser, seine eigene Sicherheit und ein Dach über dem Kopf kämpfen. Und jetzt diese Kinder, die durch die Unachtsamkeit ihrer Eltern zur Grausamkeit verkommen waren. Die Jugendlichen packten John und warfen ihn wie einen Köder in eine Meute hungriger, streunender Hunde. Dann amüsierten sie sich, indem sie den Kampf der Tiere beobachteten, wie er allein gegen alle stand und sein Leben verteidigte. Aber er hatte keine Chance. Schon nach wenigen Minuten lag kleiner John auf dem gefrorenen Boden, mit durchgebissenem Rückenwirbel. Die Kinder lachten und rannten davon, und er blieb allein zurück, ohne sich auch nur fortbewegen zu können. Der ganze Körper des Katers schmerzte, alles außer seinen beiden Hinterbeinen. Aber nicht, weil sie gesund waren, sondern weil sie völlig gelähmt waren. Man fand ihn erst am Morgen. Ein Wachmann fand den Kater und brachte ihn ins Krankenhaus. Einer seiner Wirbel war gebrochen und hatte die Nerven des Rückenmarks geschädigt. Aber das Traurigste war, dass jetzt nicht nur der Körper von kleiner John, sondern auch seine Seele mit schmerzhaften Narben bedeckt war, die ihm die Lebenslust nahmen. Die Tierärzte setzten alle ihre Kraft daran, die Gesundheit des verletzten Tieres wiederherzustellen. Trotz der traurigen Erfahrungen mit Menschen reagierte der Kater auf die Herzlichkeit, mit der die Freiwilligen versuchten, ihn zu wärmen. Er hob sein kleines schwarzes Ohr jedes Mal, wenn man ihn ansprach, und versuchte sogar, etwas zu antworten. In der Folgezeit durchlief John viele Behandlungen und Prüfungen, aber wir haben eine gute Nachricht: Heute kann der Kater wieder rennen und spielen, also alles tun, was seine gesunden Artgenossen tun. Das ist eine so gute Geschichte. Gut, weil sie ein Happy End hat, das den traurigen Anfang vergessen lässt. Lasst uns also alle versuchen, jede traurige Geschichte in ein Happy End zu verwandeln, so gut wir können. Meine geschätzten Zuschauer, vielen Dank für das Anschauen und Liken. Teilen Sie Ihre Meinung gerne in den Kommentaren mit. Hallo Freunde! Olivers Neugier übernahm, und in einem Moment der Unfug zerriss er versehentlich ein unbezahlbares Gemälde, das Mr. Thompson jahrelang aufbewahrte. Von Wut und Frustration überwältigt, traf Mr. Thompson eine voreilige Entscheidung und fuhr Oliver brutal in die kalten, unbekannten Straßen. Die rote Katze, verwirrt und verängstigt, war allein in einer riesigen Welt, die seine Existenz selbst zu bedrohen schien. Er drückte sich an die Wand, schloss seine weinenden Augen mit winzigen Pfoten und machte herzzerreißende Schreie, die durch die verlassene Nacht hallten. Es dauerte nicht lange, bis die guten Seelen die verstörte Katze entdeckten. Mit Mitgefühl im Herzen nahmen sie Oliver vorsichtig auf und brachten ihn in ein lokales Tierheim. Oliver klammerte sich kaum an sein Leben, aber seine verzweifelten Augen waren voller Hoffnung. Während Oliver schwach und verletzlich in seinem Zufluchtsort lag, konnte er nicht anders, als eine neu entdeckte Verbindung zu anderen verlassenen Tieren um ihn herum zu spüren. Sie wurden auch von Menschen verraten, denen sie einst vertrauten. Dieser gemeinsame Schmerz schuf ein unausgesprochenes gegenseitiges Verständnis zwischen ihnen und bildete eine untrennbare Verbindung. Eines Tages betrat ein Besucher das Tierheim, ein Mann mit einem sanften Lächeln und einem freundlichen Herzen. Er wanderte zwischen den Zellreihen herum, seine Augen waren mit einer Mischung aus Traurigkeit und Empathie gefüllt. Als die rote Katze, die so viel überlebte, zu Olivers Käfig ging, sah sie in den Augen eines Fremden etwas, das seine verletzte Seele berührte.
Oliver, nicht mehr die selbstbewusste und unbeschwerte Katze, die er einst war, versammelte sich, um seine Hand auszustrecken und sich fest an die ausgestreckte Hand des Besuchers zu klammern. Seine winzige Pfote hat sich um die Finger des Mannes gewickelt und hält sich mit aller Kraft fest, als ob er ihn darum bat, nicht wie der Rest der Welt zu verschwinden. Das Herz des Mannes schrumpfte von der unbestreitbaren Verletzlichkeit der Katze und dem ihm entgegengebrachten Vertrauen. Mit Tränen in den Augen gab der Besucher Oliver ein Versprechen. Er schwor, ein liebevolles und ewiges Zuhause zu bieten, in dem die rote Katze geschätzt und geschützt wird, damit sie nie wieder den Schmerz des Verlassens empfindet. Hallo Freunde! Seine Geschichte, geprägt von Schmerz und Verzweiflung, begann mit einem Mann, dessen Herz kalt war wie Stahl. Valentines Leben nahm eine tragische Wendung, als jemand seinen Hals mit einem Isolierband fest umwickelte und ihn in qualvollen Schmerzen und unfähig, sich zu befreien, zurückließ. Monatelang litt er still, seine Hilferufe wurden durch den Lärm der Stadt ertönt. Eines Tages entdeckten Kimberly Saxelby, ein moderner Held, und Chris Gatters, ihr treuer Partner bei der Tierrettung, Valentine. Sein zerbrechlicher Körper rollte sich in einer Gasse zusammen, das Klebeband schlug ihm immer noch in den Hals. Kimberlys Herz zerriss dabei. Es war klar, dass dies das Ergebnis von Gewalt war, flüsterte sie mit Tränen in den Augen. Valentines Augen waren voller Entsetzen, und er wurde von jeder menschlichen Berührung zurückgeworfen, was ein Beweis für die tiefen emotionalen Narben ist, die er trug. Als Kimberly und Chris beschlossen, ihn zu retten, machten sie eine humane Falle und warteten geduldig im Schatten, bis Valentine sicher gefangen war. Als sie ihn schließlich an einen sicheren Ort brachten, wurde das Ausmaß seines Leidens schmerzlich deutlich. Das Band löste eine schwere, infizierte Wunde am Hals aus, die auf eine monatelange Qual hinweist. Tierärzte arbeiteten unermüdlich daran, seine körperlichen Verletzungen zu behandeln, aber die Heilung von Valentines emotionalen Wunden erwies sich als eine viel längere Reise. In den folgenden Tagen blieb Valentin verschlossen, versteckte sich in einer Ecke des Käfigs und vermied den Kontakt mit Menschen. Er war eine gebrochene Seele, verfolgt von der Grausamkeit, die er erlitten hatte. Aber Kimberly und Chris weigerten sich, es aufzugeben. Sie kamen täglich zu ihm und sprachen mit ihm in einem sanften, beruhigenden Ton und boten sanfte Berührungen an. Nach und nach begann Valentin wieder zu vertrauen. Als Valentin endlich fertig war, wurde er in eine Pflegefamilie für eine Familie gebracht, die seine Verletzung verstand. Sie gaben ihm die Geduld und Liebe, die er brauchte, um zu heilen. Valentin blieb zunächst verborgen, seine Angst vor Menschen war immer noch unüberwindbar. Aber mit der Zeit begann die Wärme des neuen Hauses das Eis um sein Herz zu schmelzen. Er begann zu recherchieren, seine Bewegungen waren vorsichtig, aber ermutigend. Die Pflegefamilie füllte ihn mit Liebe, und Valentin antwortete mit einem leisen Schnurren und sanften Kopfstößen. Als sich die Wochen in Monate verwandelten, war die Verwandlung des Valentinsgroßes alles andere als ein Wunder. Er nahm an Gewicht zu, sein Körper wurde stark und gesund. Valentin fand sogar einen Katzenfreund im Haus, einen spielerischen Begleiter, der ihm half, die Freude, eine Katze zu sein, neu zu entdecken.